In diesem Video habe ich 3 Tipps für dich für deinen Musik-YouTube-Kanal, für deinen eigenen Kanal oder für deinen eigenen Piano-Kanal. Thomas Forschbach hier von Werde Musiker. Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du da bist. Und zum Beispiel eine Sache habe ich dir schon mal hier in der Videobeschreibung verlinkt unter dem Video. Das ist der YouTube-Kanal von meiner Schülerin Sandra Stürmer. Sandra ist schon seit 2 Jahren oder so oder 3 Jahren hier bei mir dabei, Online-Schüler. Ist aber überhaupt sehr engagiert, sehr fleißig, übt viel und sie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Sie hat eine eigene CD veröffentlicht, sie gibt eigene Konzerte, sie hat da richtig Spaß dran und ich finde, sie macht das richtig gut. Und übrigens ohne extra Tipps von mir zu bekommen oder vielleicht, ich glaube, ein paar hat sie sich, glaube ich, aus einigen Videos von mir abgestaubt, aber trotzdem, sie macht das richtig gut. Außerdem in der Videobeschreibung habe ich einen anderen Link für dich und zwar, wenn du mehr einsteigen möchtest, nicht ins Thema Klavierspielen lernen, sondern ins Thema, wie man professioneller Musiker wird. Ja? Und zwar teile ich erstmalig alle meine Erfahrungen, wie ich das gemacht habe, wie ich professioneller Musiker geworden bin, wie ich meine Ostergala mit 1500 Gästen und 70 Musikern nicht nur als Künstler gegeben habe, sondern auch komplett eigenverantwortlich selbst organisiert habe. Und letztendlich, wie ich als Musiker weltweit unterwegs bin und jetzt sogar auch in Hollywood. Also wenn dich das interessiert und du vor allen Dingen auch super persönliche Einblicke von mir haben möchtest, check auch den anderen Link hier unter dem Video. Okay, aber jetzt geht's los. Tipp Nummer 1 für deinen eigenen YouTube-Kanal ist vielen vielleicht bewusst, aber ich möchte das Ausmaß einmal bekannt geben. Und das ist ganz einfach, Akustikcover von bekannten Stücks zu veröffentlichen. Egal ob du singst, egal ob du Klavier spielst, egal ob du Gitarre spielst oder was auch immer machst. Du kannst da ein instrumentales Stück machen oder auch dazu singen von einem bekannten aktuellen Hit. Also nochmal kurz, was heißt das genau, Akustikcover? Es gibt zum Beispiel ein bekanntes Stück, du kannst einfach dein aktuelles Lieblingslied nehmen. Im Idealfall ist es ein ganz modernes Lied, was gerade total angesagt ist. Es kann aber auch ein Evergreen sein, irgendwie ein Stück, was schon ein paar Jahre alt ist, was aber immer wieder gehört wird oder ein paar Jahrzehnte alt ist, aber was immer wieder gehört wird, wonach bei YouTube halt immer wieder gesucht wird. So, und du machst deine eigene Version daraus. Du spielst das Lied nach, lädst das Video, also bearbeitet es natürlich schön, dass es schön aussieht, nimmst es so gut wie möglich auf, lädst es bei YouTube hoch, machst ein schönes Thumbnail und also klar, wie man den YouTube-Kanal aufsetzt, das werde ich hier jetzt nicht im Detail erklären, aber du lädst das hoch. Aber wichtig ist, im Titel natürlich erst das Lied und den originalen Künstler zu schreiben und dann in Klammern hinter Cover und dann kannst du noch bei deinen Namen schreiben. Ja? Zum Beispiel Cover bei Thomas Forschbach würde ich dann dahinter schreiben. So, aber erstmal den originalen Titel. Und allein über diese Sache, weil es halt originale Titel sind, weil halt danach viel gesucht wird. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Yesterday von den Beatles hat, das ist ein Evergreen, da suchen viele Menschen weltweit immer nach, schon seit vielen Jahren. Ja? Zugegeben nicht ganz so viel wie hinter einem top-aktuellen Titel. Also wenn du einen top-aktuellen Charttitel nimmst, der total trending gerade ist und alle wollen den hören, dann suchen alle danach bei YouTube und auch wenn dein Video vielleicht nicht ganz oben erscheint als erstes, sondern erst auf Seite 4, 5, 6 oder so, wirst du dadurch Aufrufe bekommen, was schon mal ganz gut ist, wenn du dein Video erstmal mit deinen Freunden bei Facebook teilst. Aber wenn du es dann noch, wenn du dann halt angesagte aktuelle Titel nimmst, dann wirst du einige Aufrufe bekommen und wenn du das dann noch regelmäßig machst, wirst du, glaube ich, oder sind die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr hoch, dass du ein richtig ordentliches Following aufbauen wirst. Tipp Nummer 2. Lade regelmäßig Videos hoch. Ja? Das muss nicht jeden Tag sein, das muss auch nicht jede Woche sein, aber so alle 2 Wochen oder Minimum einmal im Monat, auf jeden Fall regelmäßig, solltest du ein Video veröffentlichen. Auf jeden Fall besser als mal so und mal so. Dann wissen deine Abonnenten, deine Zuschauer, die du hast, auch wenn es nur 3 sind am Anfang, auch wenn es nur 10 sind am Anfang, dann wissen die aber immer, okay, jeden Sonntag gibt es ein neues Video. Im Idealfall wirst du das dann in deinem Header in deinem YouTube-Banner quasi auch nochmal kommunizieren, dass drin steht,
wie oft und wann es neue YouTube-Videos gibt. Und wenn die Leute Bescheid wissen, dann kommen sie natürlich regelmäßig wieder und deine Videos werden regelmäßig geschaut. Wenn YouTube sieht, aha, die Videos werden regelmäßig geschaut, freut sich YouTube auch und sagt diese Videos noch vielen anderen Menschen. Und Tipp Nummer 3, produziere deine Videos so gut wie möglich, aber lass dich nicht davon abhalten, wenn du nicht alle Möglichkeiten hast. Also zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist immer mein persönlich erstes YouTube-Video. Schaut mal nach hier auf meinem Kanal, schaut euch das allererste Video an von mir. Wie das aussah. Sah das so aus, wie die Videos heute aussehen? Nein, natürlich nicht. Wieso? Weil ich nicht die Ressourcen hatte oder vor allen Dingen auch nicht die Erfahrung hatte. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass man auch Licht von vorne braucht, damit die Augen hell zu sehen sind. Ja, nämlich in meinem ersten Video sieht man, die Augen sind ganz schwarz, weil ich einfach keine Beleuchtung hatte von vorne. Habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich hatte auch keine Lampen. Hätte ich mir jetzt welche erst besorgen sollen, kann man natürlich sagen, ja, aber hätte ich nämlich auf sämtliche Sachen, an die ich hätte denken müssen, erst gewartet, dann hätte ich erst Licht besorgen müssen, dann hätte ich eine andere Kamera besorgen müssen, dann hätte ich mir Kabel besorgen müssen, dann hätte ich mir ein anderes Instrument besorgen müssen, dann hätte ich mir ein anderes Mikrofon besorgen müssen. So, und bis ich die ganzen Sachen, und das ist übrigens so ein paar Sachen, das ist noch nicht der Schnitt bei und ich hätte mich mit Farbkorrektur mehr beschäftigen müssen von Videos, nämlich ich habe da irgendeinen komischen Vorlagenfilter drauf gehauen, dann hat er so einen komischen Grünstich. Ich kriege die Krise heute noch, wenn ich das Video sehe, aber hätte ich dieses Video damals nicht hochgeladen, hätte ich nicht gesehen, dass dieses Video Aufrufe bekommt und dass viele Menschen viel Freude haben mit diesem Video, dass sich Menschen, obwohl das Video eigentlich so schlecht ist, dass es trotzdem funktioniert, dann hätte ich wahrscheinlich nicht weitergemacht. Ich hätte gedacht, okay, es funktioniert ja gar nicht oder so. Ne? Oder ich hätte die Motivation nicht bekommen. Ja, oder hätte zu früh aufgegeben. Zumindest wäre die Möglichkeit da gewesen. Ja? Man weiß nie, was gewesen wäre. Aber trotzdem, wichtig ist es immer, sofort mal was zu machen, es einfach auszuprobieren und es dann natürlich ständig zu verbessern. Aber bloß nicht aufhalten lassen von erst brauche ich das noch und erst brauche ich das noch und das brauche ich auch erst noch und das auch noch. Ja? So viele Kollegen von mir, Musikerkollegen, die großartige Musiker sind, die strugglen zum Teil richtig, ja, die kämpfen ums Überleben, weil sie erst noch immer irgendwelche Gründe vorschieben, bevor sie sich wieder um neue Songs, um neue Musik kümmern. Ja? Das bricht mir über das Herz, wenn ich das sehe. Naja gut. In Köln sagen wir, jeder jetzt anders. Trotzdem mach du diesen Fehler nicht. Fang an. Das war mein 3. Tipp. Und wenn du vor allen Dingen noch mehr anfangen möchtest und noch mehr Tipps haben möchtest und vor allen Dingen richtig tief ins Thema reingehen möchtest, ich habe als professioneller Musiker, lebe ich seit vielen Jahren. Ich habe nie mit etwas anderem als mit Musik Geld verdient. Dann check mal den Link hier unter dem Video. Da kommst du auf meine Seite und ich habe einen Kurs, wo es darum geht, wie du als Musiker quasi, wie du professioneller Musiker werden kannst wirklich und auch wie du überhaupt, wenn du nicht professioneller Musiker werden möchtest, vielleicht wie du nebenher eine Mark verdienen kannst mit deiner Musik, mit deiner Leidenschaft. Es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen eine Freude zu machen und die sogar so glücklich sind, dass sie dir quasi Geld dafür bezahlen. Ja, daran kann man arbeiten. Ich glaube, es ist für jeden möglich. Und vor allen Dingen glaube ich, dass das hier einer der, dass die Anleitung ist, um es wirklich zu schaffen. Und die ist im deutschsprachigen Bereich definitiv einmalig. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn du dort vorbeischaust. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Und ich freue mich, vielleicht dich gleich im Kurs zu sehen oder halt in einem anderen Video hier. Mach's gut, bis dann. Ciao.